Liebespaare in der Weltliteratur vorzustellen ist sehr einfach, weil es ein nahezu unerschöpfliches Thema ist. Aber es ist auch wieder kompliziert, denn womit soll man beginnen? Wie soll die Auswahl getroffen werden? Nun, da heuer ein Dante-Jahr ist, der große Dichter verstarb vor 700 Jahren, möchte ich mit einem Liebespaar beginnen, das uns Dante Alighieri in der göttlichen Komödie vorgestellt hat. Mit Paolo und Francesca. In Dantes göttlicher Komödie gelangt der Dichter mit seinem Führer Vergil im 5. Buch des Inferno in den 2. Kreis der Hölle. Dort beschreibt er Folgendes. Ich kam an einen Ort, der jeden Lichtes bar, der heult, so wie das Meer es tut im Sturm, wenn es von Gegenwinden aufgepeitscht. Der höllische Schwirbelsturm, der niemals ruht, er reißt die Geister mit in seinem Brausen und Qual ist's, wenn er sie herumjagt und durchrüttelt. Gleich Staren, die auf ihren Flügeln schweben zur kalten Zeit in breiter, voller Schar, so trug auch dieser Wind die sünd'gen Geister, die Seelen, die um der Liebe willen aus dem Leben schieden. In der Schar nennt Dante Semiramis, Kleopatra, Helena, Paris, Achill und Tristan und andere. 2 aber stechen ihm besonders ins Auge. Meister, begann ich da, gern möchte ich sprechen zu diesen beiden, die gemeinsam ziehen und gar so leicht vom Wind getragen scheinen. Vergil erlaubt dies und Dante ruft die beiden, eine junge Dame und einen jungen Mann herbei und fragt sie, wer sie seien. Die junge Dame antwortet: Es liegt der Ort, wo ich geboren ward, am Meeresufer, wo der Po ausmündet, um Ruh zu finden dort mit dem Gefolge. Liebe, die rasch im edlen Herzen zündet, erfasste diesen hier zu der schönen Hülle, die mir entrissen ward, so dass ich noch dran leide. Liebe, die zum Lieben den Geliebten zwingt, erfasste mich zu diesem hier so mächtig, dass, wie du siehst, sie mich noch nicht verlässt. Und Liebe führte uns zu einem Tod. Es sind Francesca da Polenta und Paolo Malatesta aus Rimini. Francesca war mit Paolos gehandicapten älteren Bruder Gianciotto Malatesta verheiratet. Es war eine arrangierte Heirat, wie das üblich war, die das Verhältnis der ghibellinischen Polenta in Ravenna mit den guelfischen Malatesta in Rimini stabilisieren sollte. Francesca und Paolo allerdings begannen eine Liebesbeziehung und es scheint, dass es den beiden doch recht lang gelang, diese Beziehung geheim zu halten. Eines Tages allerdings überraschte sie Gianciotto und tötete sie beide. Das war damals durchaus sein Recht. Dante kannte wahrscheinlich Paolo Malatesta, weil dieser 1282 Capitano in Florenz gewesen war. Und als er später im Exil in Ravenna war, wird Dante dort bei den Polenta, an deren Hof, auch von der tragischen innerfamiliären Liebesgeschichte gehört haben. Dante will wissen,
Wie diese sündhafte Liebe, für die die beiden jetzt in der Hölle leiden müssen, daran lässt Dante überhaupt keinen Zweifel, begonnen hat. Das Haupt gebeugt begann ich, ach, wie manch liebender Gedanke, welches Sehnen hat sie geführt zum unglücksel'gen Schritt. Und sie zu mir. Es gibt nicht größern Schmerz, als sich der Zeit des Glückes zu erinnern im Unglück, und das weiß er, der dich führt. Doch wenn den ersten Ursprung unserer Liebe es dich zu kennen gar so sehr verlangt, so tu ich's jenem gleich, der weint und spricht. Wir lasen eines Tags zu unserer Lust von Lancelot, wie Liebe ihn bestrickte. Wir waren ganz allein, ohn jede Ahnung. Mehrmals beim Lesen mussten wir die Augen erheben. Es entfärbt sich unser Antlitz, doch eine Stelle war's, der wir erlegen. Die war es, wo der heiß begehrte Mund von solchem Liebenden geküsset wurde. Da küsste dieser hier, der nie von mir getrennt sein wird, erbebend mir den Mund. Galeotto war das Buch, um der es schrieb. An jenem Tage lasen wir nicht weiter. Diese wunderschöne Stelle, oft zitiert, verrät uns eine ganze Menge. Galeotto, Gallio, war ein Ritter am Hof des Königs Artus und ein Freund des Lancelot. Lancelot gestand seinem Freund einmal, dass er sich in die Königin Ginevra, als die Frau des Königs Artus, verliebt habe. Gallio sorgt dann dafür, dass Lancelot ein erstes Mal die Königin allein treffen kann und mit ihr einen Kuss tauschen kann. Und damit beginnt der Ehebruch, den Lancelot und Guinevere begehen. Gallio wurde deshalb den Ruf, ein Kuppler zu sein, für diesen Freundschaftsdienst nie wieder los. Und von dieser ehebrecherischen Liebe zwischen Lancelot und Guinevere handelt das Buch Galeotto, von dem hier die Rede ist, oder Lancelot proper, Lancelot en prose. Es gibt hier viele verschiedene Varianten, die das erzählen. Wer ist aber eigentlich schuld am Ehebruch Francescas? Nun, einmal gar keine Frage, die beiden Liebenden selbst. Und dann gibt Francesca ganz klar eine Antwort. Es ist der Liebesgott Amor, die Liebe, habe sie überwunden. Und die Stelle zeigt aber, dass es noch einen Schuldigen gibt, nämlich das Buch. Und auch das blieb dem Buch lange haften. Bücher verfänglichen Inhalts, so die Anschauung durch Jahrhunderte, hatten in den Händen von Frauen nichts verloren, weil sie diese nur auf dumme Gedanken bringen könnten. Gustave Flauberts Madame Bovary ist in gewisser Weise eine späte Schicksalsgenossin der Francesca. Spannend ist auch, dass Paolo bei Dante überhaupt nicht zu Wort kommt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ihr Anhängsel und wird in alle Ewigkeit mit ihr im Sturm des zweiten Höllenkreises hin und her gerissen werden. Dass Dante die beiden, die ja Ehebrecherin und Ehebrecher waren,
so unerbittlich in die Hölle verdammte, löste schon früh Unbehagen aus. Giovanni Boccaccio, der im Auftrag der Stadt Lesungen der göttlichen Komödie veranstaltete und sie auch kommentierte, deutete dem Ehebruch folgendermaßen: Francesca sei ursprünglich für Paolo bestimmt gewesen, zumindest habe man ihr das vorgespiegelt, und erst nach der Hochzeit habe sie bemerkt, dass sie mit Giangiotto verheiratet worden wäre. Das ist historisch nicht haltbar. Paolo war zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet und hatte auch Kinder. Aber der Versuch, Francesca zumindest teilweise von der Schuld des Ehebruchs freizusprechen, wurde seit damals beharrlich weiterverfolgt. Und besonders intensiv mit dem Thema der tragischen Liebe und dem Ende befasste sich die bildnerische Kunst im 19. Jahrhundert mit Paolo und Francesca. Nun, so schön, so rein hatte Dante Alighieri die Francesca sprechen lassen, dass die beiden, Paolo und Francesca, zu einem berührenden und berühmten Liebespaar der Weltliteratur geworden sind.